wieder ein kleines Video mit einer Jelly Plate, und zwar möchte ich heute mit euch Weihnachtsbillets drucken. Hierfür habe ich mir diese Platte vorbereitet, einen Roller, dann auf der Seite habe ich ein großes Blatt Papier, damit ich dann immer den Roller sauber bekomme. Ich brauche noch Feuchttücher zum Reinigen. Und dann habe ich mir einiges vorbereitet, was man so dazu nehmen kann. Schablonenmäßig solche Teile, so etwas, so Stempeln. Hier habe ich einen schönen Stempel. Und dann habe ich mir eigens noch Schablonen geschnitten. Zum Beispiel mit Weihnachtsbäumen, nur einen alleine. Oder dann die rauskommen, die Bäume, Sterne. Ich habe mit einem Scherenschnitt habe ich mir auch eine Schablone geschnitten. Ich verwende da ein bisschen ein stärkeres Papier. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch Farbe. Ich habe die Open Golden in Verwendung. Payne's Grey, das ist so ein schönes dunkelblau. Nehme ich dann grün, etwas gelb und vielleicht noch etwas rot oder orange, was mir gerade so einfällt. So, nun lasst uns beginnen. Ja, was habe ich mir noch ausgedruckt, was ich noch probieren will? Einen Schriftzug zu transferieren. Das werden wir dann versuchen. Apropos versuchen. Es ist nicht so einfach, wie es ausschaut, und wird jedes Mal anders, als man denkt. Wenn ihr das selbst probiert, werdet ihr meine Worte verstehen. Ich versuche es euch trotzdem jetzt einfach zu erklären, um was im Groben geht und wie man damit schöne Sachen macht. Ich beginne jetzt einmal mit einer dunkelblau. Trage diese Farbe vorsichtig und ganz dünn einmal auf einer Seite. Da darf nichts oben sein, da ist irgendein Fussel oben. So, ihr werdet gleich sehen, warum ich es nur auf einer Seite auftrage. Ich nehme hier jetzt und mache mit diesen Blättchen auf dieser Seite einen Abdruck. Ihr seht, das ist jetzt der Farbe und die haftet jetzt gut, wenn ich sie hierher lege. So. Hier haben wir sie auch oben. Und jetzt möchte ich hier noch einen Baum, einen alleine. Ja, da werden wir hier so einen länglichen hineinlegen. So, und hier so einen herlegen. So, dann verwende ich hier den Stempel, vielleicht noch ein kleines Bäumchen hier. Und ein kleines Bäumchen da. So. Und jetzt verwende ich hier noch diesen Stempel. Ich mache jetzt gleichzeitig hier ein Muster und hier ein Muster.
So, jetzt brauche ich noch einen kleinen Stern oder irgendwas. Jetzt mache ich hier noch. So. Jetzt ziehe ich weg. Die sind so dünn. Jetzt ziehe ich hier wieder die Bäume runter. Die lasse ich oben und den Stern lasse ich auch oben. Jetzt nehme ich ein Blatt Papier. Das ist eigentlich fast zu groß. Ich habe hier noch eine Walze, die noch nicht gebraucht ist. Und mache jetzt einmal einen ersten Abdruck. Ich verwende die Open Golden Farben, weil sie ein bisschen einen Trocknungsverzögerer drinnen haben. Und die eignen sich dafür hervorragend. So, jetzt werden wir mal schauen, was da passiert ist. Ja, das ist ja schon einmal ganz interessant geworden. Hier seht ihr, hier ist sowohl dieser Abdruck, dann das ist ganz weiß geblieben und dort, wo ich den Baum runtergegeben habe, ist es auch heller und der Abdruck ist auch sehr nett. Das heißt, es war gut, dass ich nicht alles voll gemacht habe. Jetzt tue ich den einmal auf die Seite, nehme die Bäume runter und ihr seht, hier habe ich dann auch ein nettes Muster und könnte jetzt dann gleich noch einen Abdruck machen für eine zweite Karte, der jetzt viel heller ist, und dann kann ich dann noch weiter drucken damit. Bei diesen Drucken ist es nicht mit einmal oft getan. Man kann verschiedene Schichten drauf drucken und gerade das macht es dann so spannend. So. Da muss ich noch ein bisschen warten. Aber dass dieser Abdruck jetzt sehr, sehr hell wird, das ist mir schon bewusst. Hier ist noch genug Farbe. Ja, eigentlich ist er gar nicht so hell geworden. Das ist eigentlich schon ganz nett. Ihr seht jetzt zum Vergleich hier die Bäume und hier die Bäume. Die haben so einen schönen, zarten Rand mit diesem Papier. Mir gefällt das recht gut. So, jetzt könnte ich hier dann noch weitermachen, und zwar mit einer anderen Farbe vielleicht, mit Grün. Jetzt werde ich die Platte wieder grün einstreichen und etwas Gelb. Dadurch, dass ich jetzt nicht so eine dunkle Farbe habe, sondern auch viel Gelb dabei, streiche ich jetzt einmal alles ein. Ganz wichtig ist noch, die Farbe darf nicht zu dick und auch nicht zu dünn sein. Die Open Golden, überhaupt auch die Golden, eignen sich
da sehr gut, weil die keine Füllstoffe haben. So, jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt nehme ich, jetzt werde ich hier, jetzt möchte ich diese Karte noch einmal drüber drucken. Das heißt, ich werde hier einen Kreis drauflegen. Das ist hier. Hier werde ich einen Kreis drauflegen. Und die Bäume, ja, das ist zu viel. Ja, und vielleicht sollte ich nur mit Muster jetzt arbeiten. Jetzt mache ich einfach mit dieser Model hier ein Muster hinein. Und dann wieder mal hier noch voll. So, und jetzt kommt der zweite Druck drüber. Jetzt bin ich schon gespannt. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu dunkel. Und es bleiben noch interessante Kontraste. Bei dicken Papieren könnt ihr das länger oben lassen. Bei dünneren Papieren müsst ihr schauen, dass ihr das zeitnah runtergibt, da sonst das Papier kleben bleibt. So. Okay. Ihr seht, mit dem Gelb und dem Bäumchen konnte ich jetzt noch was Schönes erzielen. Ich lasse das einmal so trocknen. Ja, und diese Papiere müsst ihr auch zeitnah, diese Schablonen zeitnah runtergeben. Ihr seht, die ist schon kaputt. Da muss man sich wirklich tummeln. Die schaut jetzt auch witzig aus. So. Ich möchte jetzt bei diesen noch, na, ich glaube, das lasse ich so. Das ist höchstens den Stern. Könnte ich noch etwas Gelb? Vielleicht reicht das jetzt hier so. Na, nein, mache ich lieber ein neues. Ich nehme jetzt wieder die dunkle Farbe und probiere jetzt diese Schrift zu transferieren. Ich reinige jetzt absichtlich die Platte nicht. Wenn sich dieser Baum wieder durchdruckt oder diese Kugel, dann ist das auch in Ordnung. So, jetzt mache ich hier einen Kreis. Und
hier einen Kreis. Dann nehme ich hier wieder Farbe auf. Und drucke das hier hinein. So. Und ich nehme dann noch dieses Rädchen hier. Das ist eigentlich sehr hübsch. Hier noch ein. Ja, jetzt drucke ich mache ich einen Abdruck. Und die Schrift versuche ich dann nachher. Was ist wichtig? Es ist wichtig, dass ihr mit Schablonen etwas frei lasst, weil sonst wird alles gleich sehr dunkel, wenn ihr überall die Farbe habt. Und man kann ja dann noch einen zweiten Druck drüber machen, dass das Weiß ein bisschen bricht. Aber das Weiß vom Papier bekommt man nie wieder so hin mit weißer Farbe. Ja, da habe ich jetzt wirklich sehr schöne Farbverläufe. Hier kann man nur ein bisschen die Schrift lesen, aber das macht nichts durch die Glocke, das war mir bewusst. Aber hier ist es recht schön geworden. Jetzt nehme ich nehme trotzdem Payne's Grey. Schwarz ist mir etwas zu hart und versuche jetzt ein Billet mit so einer Schrift zu machen. Ihr seht, ich reinige das eigentlich nicht, das reinigt sich von selbst. Und wenn ich vom Motiv her jetzt zum Beispiel Weihnachtsmotive mache und dann sieht man hier ein bisschen noch von dem Glöckchen oder von der Kugel was, dann ist das eigentlich sehr, sehr schön und stört mich nicht. So, ich habe hier jetzt Frohe Weihnachten ausgedruckt. Jetzt wird es spannend. Dann habe ich hier so Kugeln. Ich lege das einmal da drauf und lasse das einmal länger einwirken. Das muss circa 2 Minuten einwirken lassen. In der Zwischenzeit werde ich mir überlegen, was ich da noch drauf gebe. Vielleicht wieder so einen halben Baum oder die sind auch sehr schön. So, dann machen wir wieder diese Variante. Und diesmal mache ich hier so einen Abdruck rein. So.
Hier nehme ich wieder die Farbe auf. Ja, das gefällt, das ist mir jetzt zu viel. Man kann es ja dann noch mit etwas Farbe verändern. So, einmal reicht. Dann werde ich jetzt dieses runterlösen, diese Schrift. Und siehe da, es funktioniert. So. Hier noch einen Stern platzieren. Dann hat mir das eigentlich sehr gut gefallen. So, für den ersten Abdruck würde ich sagen, passt das schon. Und runter damit. Die Schrift hat funktioniert. Etwas hell, aber es hat funktioniert. Ich könnte jetzt noch einen Hauch von Gelb drüber geben. Das ist wirklich ein helles Gelb. Hoppala. Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. Ich schmiere jetzt nicht alles an. So, und jetzt mache ich wieder den Stern. Und ein Bäumchen. Und vielleicht mache ich hier so die Bäumchen drauf. Ich bin jetzt vorsichtig da. Jetzt habe ich da die Bäumchen. Hier mache ich es noch einmal. So, den Stern ziehe ich auch ab. Und dann mache ich hier noch eine Schneeflocke. Alles ganz zart. So, und jetzt gehe ich noch einmal über das da drüber. Es ist natürlich, wäre jetzt gut, wenn ich das circa treffen würde. Jetzt bin ich gespannt, ob es die Schrift noch einmal durchdruckt. Dann ist es natürlich versetzt.
Das heißt, bei sowas muss man sich Zeichen machen, damit man das Papier ganz genau hinlegt. Allerdings sage ich euch, bei einer Schrift ist es fast unmöglich, dass man die ganz genau drüber druckt. Ist ja auch nicht der Sinn. Wir sind ja kein Drucker. Wir wollen ja schöne Bilder und kunstvolle Bilder machen. Das tut weh. Jetzt habe ich es zu lang oben. Das ist jetzt schade, aber es geht noch. So, schaut her. Hier habe ich die Bäumchen drüber. Frohe Weihnachten kann man jetzt nicht mehr so gut lesen. Da muss man schauen, vielleicht schaffe ich es noch einmal mit einer dunkleren Farbe, dass das besser durchkommt. Aber sonst ist das ein